Von August 1961 bis Mai 1962 führte der berühmte amerikanische Psychologe Stanley Milgram eine Reihe kontroverser Experimente im Bereich der sogenannten Sozialpsychologie durch. Ihr einziges Ziel war es, zu zeigen, wie gehorsam die Probanden den Anweisungen einer autoritären Person folgen konnten, selbst wenn diese ihren eigenen moralischen Grundsätzen ganz oder teilweise widersprachen. Für eines dieser Experimente stellte Milgram eine Gruppe von 40 Personen zusammen. Alle drückten auf einen Knopf eines speziellen Geräts und versetzten, wie sie glaubten, einer anderen Person jedes Mal einen Stromschlag, wenn diese bei der Beantwortung von Fragen aus einem Fragebogen nicht die Wahrheit sagten. Diese Person, die man als Schauspieler bezeichnen könnte, spielte die Rolle des Opfers und tat so, als hätte sie wirklich Schmerzen. Während des Experiments erhöhten die meisten Teilnehmer die Spannung weiter bis zum Maximum, einfach weil sie zu diesem Zeitpunkt von einem Experten dazu gedrängt wurden. Als Ergebnis dieses Experiments kam Milgram zu dem Schluss, dass die Probanden durch das Befolgen der Befehle die Verantwortung für das Geschehen von sich abgewälzt hatten. Es wurde angenommen, dass sie sich durch das Befolgen klarer Anweisungen buchstäblich in Objekte verwandelten und sich als Werkzeuge in den Händen eines anderen Menschen wahrnahmen. Und obwohl der Fall, von dem ich Ihnen heute erzählen werde, ein perfektes Beispiel für ein solches Verhalten zu sein scheint, zeigte er auch, wie manche Menschen in ähnlichen Situationen ihre eigenen Impulse als blinden Gehorsam gegenüber einer anderen Person ausgaben. Am Dienstag, dem 26. Oktober 1965, rief ein 15-jähriger Teenager, der sich Richard Hobbs nannte, bei der Polizei in Indianapolis an. Im Gespräch mit einem Polizeibeamten berichtete er von einem Mädchen namens Sylvia Likens und von einem Vorfall in der East New York Street 3550. Leider konnte Hobbs nicht erklären, warum sie gestorben war, aber er behauptete, er habe alles versucht, um sie wiederzubeleben. Nach den vorliegenden Informationen lebte in dem genannten Haus eine ziemlich große Familie mit dem Nachnamen Baniszewski, bestehend aus einer 36-jährigen Frau namens Gertrude und ihren 7 Kindern, der 17-jährigen Paula, der 15-jährigen Stephanie, dem 12-jährigen John, der 11-jährigen Mary, der 10-jährigen Shirley sowie dem 8-jährigen James und dem 18-monatigen Dennis. Außerdem lebten in diesem Haus 2 leibliche Schwestern, die 15-jährige Jennifer und die 16-jährige Sylvia Likens. Kurz nachdem die Beamten das Haus betreten hatten, fanden sie Sylvia Likens, die auf einer Matratze im Keller lag und keine Lebenszeichen von sich gab. Die Polizisten waren sofort schockiert über ihren Zustand. Sie hatte große, frische Blutergüsse, schwere Verletzungen, Blutergüsse am Kopf, aufgeplatzte Lippen, gebrochene Beine und mehrere große Verbrennungen von Zigaretten. Eine der Verbrennungen auf Sylvias Bauch bildete die Zahl 3 oder den Buchstaben S. Neben dieser Verbrennung befand sich eine Inschrift, die offensichtlich mit einem scharfen Gegenstand gemacht worden war. Diese Inschrift lautete: „Ich bin eine Prostituierte und stolz darauf." Alle Mitglieder der Familie Baniszewski sowie die Schwester des Opfers, Jennifer Likens, und Richard Hobbs, der Teenager, der den Anruf getätigt hatte, wurden als Erste befragt. Sie alle gaben dieselbe Version der Ereignisse wieder. Sylvia Likens lebte offenbar seit Juni 1965 zusammen mit ihrer Schwester in diesem Haus. Zu dieser Zeit arbeiteten ihre eigenen Eltern auf Jahrmärkten und waren im ganzen Bundesstaat unterwegs. Laut Gertruds Aussage war Sylvia am Abend zuvor mit einer Gruppe von Männern ausgegangen und am nächsten Morgen fand sie auf der Türschwelle liegend. Zu diesem Zeitpunkt war sie fast nackt und wies bereits zahlreiche Verletzungen auf. Die Frau sagte aus, dass sie Sylvia sofort ins Haus gebracht habe, als sie gesehen habe. Obwohl sie halb bewusstlos war, konnte sie angeblich eine Notiz schreiben, in der sie erzählte, was ihr zugestoßen war. Gertrude präzisierte, dass sie kurz darauf das Bewusstsein verlor und starb. Soweit ich weiß, war der Text in dieser Notiz an Sylvias Eltern gerichtet und lautete in etwa wie folgt: „Ich bin mit einer Gruppe von Jungs spazieren gegangen. Sie sagten, sie würden mich bezahlen, wenn ich ihnen Gefallen täte. Ich stieg zu ihnen ins Auto und sie bekamen, was sie wollten. Als alles vorbei war, schlugen sie mich und hinterließen zahlreiche Wunden an meinem Körper. Außerdem schrieben sie mir auf den Bauch, dass ich eine Escort-Dienstleistung sei. Ich habe alles getan, um Gertrude zu ärgern. Ich habe ihr nicht nur Probleme bereitet, sondern sie auch gezwungen, viel mehr Geld für mich auszugeben, als sie hatte. Außerdem habe ich eine neue Matratze kaputt gemacht und darauf gepinkelt.
Gertrude musste auch mehrere Arztrechnungen bezahlen, die sie sich nicht leisten konnte. Und ich habe ihre Kinder nervös gemacht. Obwohl absolut alle Familienmitglieder diese Version bestätigten, ging Sylvias Schwester Jennifer irgendwann zu einem der Polizisten und flehte ihn an, sie von dort wegzubringen. Dabei gestand sie ihm, was wirklich passiert war, und beschuldigte damit Gertrude, ihre älteren Kinder und mehrere Nachbarsjungen, ihre Schwester monatelang misshandelt zu haben. Schließlich wurden alle festgenommen und zur Polizei gebracht. Einige Zeit später wurde die Leiche von Sylvia obduziert. Ihr Zustand schockierte selbst die erfahrensten Experten. Tatsächlich wurden an ihrem Körper über 100 verschiedene Verletzungen festgestellt, darunter Wunden, Prellungen, Schnitte, Blutergüsse, Knochenbrüche und Verbrennungen durch Zigaretten. Angesichts all dieser Umstände kamen die Experten zu dem Schluss, dass Sylvia an einem Hirnbluten gestorben war, das durch einen schweren Schlag auf den Kopf verursacht worden war, etwa eine Stunde bevor ihre Leiche von der Polizei entdeckt wurde. Einige Zeit später, im Dezember 1965, wurden Gertrude sowie ihre beiden Töchter, die 17-jährige Paula und die 15-jährige Stephanie, und ihr 12-jähriger Sohn John offiziell angeklagt. Letztendlich erregte diese Geschichte großes Aufsehen in der Öffentlichkeit und wurde von den Medien als der schockierendste Fall jener Zeit bezeichnet. Dank der Aussagen aller Beteiligten sowie von Nachbarn und einigen anderen Zeugen konnte die Polizei feststellen, was genau mit Sylvia geschehen war. Bevor ich Ihnen jedoch davon berichte, sollte ich zunächst darauf eingehen, wie die Likens-Schwestern in dieses Haus gekommen waren. Einigen Angaben zufolge waren Sylvia und ihre Schwester Jennifer die Töchter des Ehepaars Lester und Betty Likens. Wie ich bereits erwähnt habe, arbeiteten sie auf Jahrmärkten und zogen durch den Bundesstaat. Bereits als Kind erkrankte Sylvias Schwester Jennifer an Polio, wodurch sich eines ihrer Beine nicht mehr entwickelte. Aus diesem Grund war sie immer auf Hilfe angewiesen und hielt sich meist in Sylvias Nähe auf. Anfang 1965 kam es zu einem Streit zwischen Lester und Betty, woraufhin die Frau mit ihren Töchtern das Haus verließ. Kurz darauf wurde sie verhaftet und für kurze Zeit ins Gefängnis gesteckt. Schließlich blieben Sylvia und Jennifer allein zurück. Nach einiger Zeit stellte ein gemeinsamer Freund ihnen eine 17-jährige junge Frau namens Paula Baniszewski vor, die sie einlud, bei ihr zu wohnen. Zu diesem Zeitpunkt war das Haus ihrer Familie in der Nachbarschaft bereits dafür bekannt, dass dort eine große Anzahl von Kindern und Jugendlichen lebte. Viele von ihnen hatten nicht einmal etwas mit Gertrude zu tun und kamen nur dorthin, weil sie ihnen erlaubte, zu rauchen und Alkohol zu trinken. Obwohl die Frau die Schwestern zunächst nur widerwillig bei sich aufnahm, gab sie schließlich doch nach. Einige Zeit später erfuhr der Vater der Mädchen, dass sie bei Gertrude waren, und besuchte sie, um nachzusehen, ob alles in Ordnung war. Im Gespräch mit Lester sagte die Frau, dass sie weiterhin auf sie aufpassen könne, wenn sie dafür $20 pro Woche bekäme. Die ersten Tage ihres gemeinsamen Lebens verliefen ohne Zwischenfälle, doch dann änderte sich alles grundlegend. Der Auslöser dafür war, dass Lester die versprochene Zahlung verspätet leistete. Schließlich verlor Gertrud die Beherrschung und ließ ihre Wut an den Schwestern aus. In der Folge bestrafte sie ziemlich oft unter den unterschiedlichsten Vorwänden. Besonders ärgerte sie Sylvia, die Gertrude vorwarf, sich nicht genug um ihre Körperpflege zu kümmern und ein ausschweifendes Leben zu führen. Natürlich gab es keine Beweise dafür, dass dies tatsächlich der Fall war. Dennoch nahm die körperliche Gewalt ihr gegenüber immer mehr zu. Im August 1965 zog das Ehepaar Raymond und Phyllis Vermillion mit ihren Kindern in dieselbe Gegend, in der auch die Familie Baniszewski lebte. Kurz darauf begann Phyllis eine Nanny für ihre Kinder zu suchen und erfuhr von ihrer Nachbarin, die den Ruf hatte, mehrere Teenager bei sich aufgenommen zu haben. Sie besuchte sie sogar, um sie näher kennenzulernen. Zu diesem Zeitpunkt war die finanzielle Lage der Familie Baniszewski so schlecht wie nie zuvor. Die Situation im Haus von Gertrude eskalierte schleichend, aber stetig. Die Kinder, die dort lebten, bekamen kaum mehr als etwas Brot und dünne Suppe. Selbst das Essen musste geteilt werden, da es nicht genügend Teller oder Tassen gab. Die Räume waren verschmutzt, der Geruch abgestanden und unangenehm. In dieser Umgebung fiel Phyllis ein Mädchen besonders auf, schmächtig, mit zurückhaltendem Blick und einem blauen Fleck im Gesicht. Gertrude sagte knapp, das sei Sylvia, die immer für Schwierigkeiten sorge. Beim Hinausgehen beobachtete Phyllis, wie eine von Gertrudes Töchtern, Paula, an Sylvia herantrat und ihr eine Tasse mit heißem Wasser über den Kopf kippte.
Für Phyllis war dies der Moment, an dem sie entschied, ihre eigenen Kinder nicht länger diesem Umfeld auszusetzen. Sylvia hingegen hatte keine Möglichkeit zu fliehen. Im Laufe der Zeit verschärfte sich die Lage für sie dramatisch. Nicht nur Gertrude, sondern auch ihre Kinder, vor allem Stephanie und John, begannen sich an den Bestrafungen zu beteiligen. Ab Oktober 1965 nahm alles eine neue Dimension an. Sylvia wurde zunehmend beschuldigt, sich unangemessen zu verhalten. Gertrude zeigte sich davon überzeugt, dass Sylvia Gerüchte über Paula und Stephanie verbreite. Sie begann, ihre Erziehungsmaßnahmen immer häufiger auf besonders empfindliche Körperstellen zu richten. Diese Anschuldigungen erzählte Gertrude auch dem Freund ihrer Tochter, einem Jugendlichen namens Coy Hubbard. Nachdem er davon erfuhr, griff auch er Sylvia tätlich an. Parallel dazu behauptete Gertrude, Sylvia habe sich negativ über andere Jungen aus der Nachbarschaft geäußert und lud diese schließlich sogar in ihr Haus ein. Einige von ihnen verhielten sich gegenüber Sylvia feindselig, unterstützt durch Gertrudes Andeutungen. Gertrude selbst fügte dem Mädchen wiederholt Schmerzen zu, indem sie brennende Zigaretten auf ihrer Haut ausdrückte. Auch andere Jugendliche ahmten dieses Verhalten nach. Zu diesem Zeitpunkt war Sylvia körperlich bereits stark geschwächt. Sie hatte zahlreiche sichtbare Verletzungen, besuchte keine Schule mehr und wurde häufig vom Essen ausgeschlossen. Eines Tages verließ sie das Haus, um leere Flaschen zu sammeln und sich davon etwas zu essen zu kaufen. Als sie mit ein paar Münzen zurückkam, wurde sie sofort des Diebstahls bezichtigt. In Anwesenheit mehrerer Jugendlicher wurde sie gezwungen, sich zu entkleiden. Es folgte eine entwürdigende und traumatische Szene, deren Details später vor Gericht behandelt wurden. Nur wenige Tage später kam es zu einem weiteren Vorfall. Sylvia hatte versehentlich ihre Matratze beschmutzt, möglicherweise eine Folge der ständigen körperlichen Belastung. Dies wurde von Gertrude und ihren älteren Kindern als Anlass genommen, sie fortan im Keller des Hauses unterzubringen. Bevor sie hinuntergebracht wurde, musste sie erneut ihre Kleidung ablegen. Der Zugang zur Toilette wurde ihr untersagt. Wann immer sie sagte, dass sie Hunger habe, wurde sie erniedrigt und verspottet. Was den Fall besonders erschütternd macht, ist die Rolle der vielen Anwesenden. Zahlreiche Kinder und Jugendliche bekamen mit, was mit Sylvia geschah. Einige erzählten ihren Eltern davon, doch niemand reagierte ernsthaft. Am 15. Oktober erschien eine Krankenschwester im Haus. Sie erkannte, dass dort ein junges Mädchen mit schweren Verletzungen lebte. Gertrude erklärte, ihr Name sei Sylvia Likens, sie lebe unstet und bringe sich immer wieder selbst in Gefahr. Zudem behauptete sie, Sylvia würde sich in der Nachbarschaft unangemessen verhalten. Die Krankenschwester verließ das Haus, ohne weitere Schritte einzuleiten. Ein regelmäßiger Besucher war auch Richard Hobbs, ein 15-jähriger Bekannter der Familie. Es gab Hinweise auf eine seltsame Nähe zwischen ihm und Gertrude. An einem Tag bat sie ihn um Hilfe bei einer Bestrafung Sylvias. Gemeinsam mit Paula, John, Shirley, Stephanie und Coy fesselten sie das Mädchen. Danach folgten weitere Misshandlungen. Schließlich wurde eine erhitzte Nadel benutzt, um ihr eine verstörende Inschrift auf den Bauch zu brennen, eine der grausamsten Spuren, die dieser Fall hinterließ. Nach Angaben aller Anwesenden wurde das Mädchen unmittelbar nach diesen Schikanen in den Keller gebracht, wo Stephanies Freund erneut Hand an sie legte. Erst später erzählte Sylvias Schwester Jennifer der Polizei, dass sie an diesem Abend so schwach wie nie zuvor gewirkt habe. Am nächsten Tag begann Gertrude sich Sorgen um den Zustand des Mädchens zu machen. Offenbar war ihr klar, dass sie Ärger bekommen könnte, wenn dem Mädchen etwas zustoßen würde. Aus diesem Grund zwang sie buchstäblich, den Brief an ihre Eltern zu schreiben und ihnen zu erzählen, dass sie angeblich von den Jungs, mit denen sie unterwegs war, misshandelt worden sei. Nach einer Weile versuchte Sylvia zum ersten Mal zu fliehen, aber sie war so schwach, dass Gertrude sie ohne Mühe unterwerfen konnte. Danach versuchte die Frau, das Mädchen mit Donuts zu füttern, aber sie konnte sie nicht schlucken. Das brachte Gertrude schließlich in Wut und sie erhob erneut die Hand gegen Sylvia. Später, am Montag, dem 25. Oktober, wurde das Mädchen erneut Opfer von Misshandlungen durch die Frau, ihre Kinder und andere Jugendliche. An diesem Abend stießen Coy Hubbard und Stephanie Baniszewski sie die Treppe hinunter, woraufhin das Mädchen mehrere Stunden bewusstlos liegen blieb. Nach Ansicht der Gerichtsmediziner war es sehr wahrscheinlich, dass genau dieser Sturz eine Hirnblutung verursachte, die zusätzlich zu ihrem geschwächten Zustand tödlich war. Als Stephanie und Richard Hobbs am Dienstag, dem 26. Oktober, versuchten, Sylvia zu baden, um sie wieder zu sich zu bringen, stellten sie plötzlich fest,
dass sie nicht mehr atmete. Kurz darauf wies Gertrude Hobbs persönlich an, die Polizei zu rufen. Offenbar hoffte die Frau, dass die Notiz, die sie schreiben ließ, sie in den Augen der Polizei rechtfertigen würde. Als diese jedoch das Haus betraten, erzählte Jennifer einem von ihnen, was mit ihrer Schwester geschehen war, obwohl sie selbst mit Gewalt bedroht worden war. Wie ich bereits erwähnt habe, wurden neben Gertrude Baniszewski auch ihre älteren Töchter Paula und Stephanie, ihr Sohn John Baniszewski sowie Richard Hobb und Coy Hubbard als erste verhaftet. Darüber hinaus nahm die Polizei weitere minderjährige Jugendliche fest, die ebenfalls an den Misshandlungen beteiligt waren. Insgesamt erschütterte das, was sich im Haus der Familie Baniszewski ereignet hatte, das ganze Land. Fast allen, die die Entwicklung des Falles verfolgten, erschien es unglaublich, dass eine so große Gruppe von Jugendlichen in ein solch grausames Verbrechen verwickelt war und nicht das geringste Mitgefühl oder Scham für ihre Taten zeigte. Darüber hinaus gaben sie alle auf die eine oder andere Weise dem Opfer selbst die Schuld. Richard Hobbs beispielsweise, der sich von Anfang an entschlossen hatte, mit den Ermittlern zu kooperieren, war überzeugt, das Richtige getan zu haben, da er der Meinung war, Sylvia habe seine Mutter beleidigt. Was John, Stephanie und den jungen Mann Coy Hubbard betrifft, so zeigten sie ebenso wie Richard Hobbs kein besonderes Mitgefühl für Sylvia. Paula Baniszewska war zum Zeitpunkt der Verhaftung schwanger und machte sich daher mehr Sorgen um ihr Wohlbefinden und die Gesundheit ihres Kindes, als um den bevorstehenden Prozess. Gertrude Baniszewska behauptete zunächst, dass ihre älteren Kinder und deren Freunde Sylvia getötet hätten. Letztendlich gab sie jedoch zu, direkt an den Folterungen beteiligt gewesen zu sein und erklärte sich für unzurechnungsfähig. Es ist auch wichtig zu erwähnen, dass Gertrude am 19. September 1929 in Indiana als Gertrude Nadine van Vossen geboren wurde. Sie war das dritte Kind ihrer Eltern, die insgesamt 6 Kinder hatten. Obwohl über Gertrudes Kindheit so gut wie nichts bekannt ist, kann man mit Sicherheit sagen, dass sie ein schwieriges Verhältnis zu ihrer Mutter hatte. Im Alter von 11 Jahren wurde sie Zeugin des plötzlichen Todes ihres Vaters, der einen Herzstillstand erlitt. Dieses Ereignis prägte sie offensichtlich für immer. Außerdem hatte sie ein gutes Verhältnis zu ihm, während das weitere Zusammenleben mit ihrer Mutter eher negative Auswirkungen auf sie hatte. Gerüchten zufolge war Gertrudes Mutter eine äußerst strenge und grausame Frau, die ihr ständig vorwarf, ein ausschweifendes Leben zu führen. Als Gertrude 16 Jahre alt war, brach sie die Schule endgültig ab und heiratete einen 2 Jahre älteren Mann namens John Baniszewski. Und obwohl das Paar 4 Kinder hatte, konnte man sie kaum als glückliche Familie bezeichnen. In Wirklichkeit war John ein ziemlich grober und gewalttätiger Mann, der Gertrude nicht nur beleidigte, sondern auch körperlich misshandelte. Nach etwa 10 Jahren gemeinsamen Lebens beschlossen sie schließlich, sich scheiden zu lassen. Kurz darauf lernte Gertrude einen Mann namens Edward Guthrie kennen und heiratete erneut. Ihre offizielle Beziehung hielt jedoch nicht lange und bereits 1963 versöhnte sich Gertrude mit ihrem ersten Ehemann. Nach einiger Zeit bekamen sie 2 weitere Kinder, aber auch ihre neue Ehe war nicht glücklich. Im Jahr 1964 begann die 35-jährige Gertrude eine neue Affäre mit einem 23-jährigen jungen Mann namens Dennis Learade und brachte ihr 7. Kind zur Welt. Wie sich jedoch später herausstellte, war Learade viel mehr an den Unterhaltszahlungen interessiert, die Gertrude für ihre Kinder erhielt, und verschwand daher bald aus ihrem Leben. Während des gesamten Prozesses betonten die Anwälte der Frau bewusst, wie schwer ihr Leben gewesen sei. Ihrer Aussage zufolge litt Gertrude unter schweren psychischen Störungen und anderen Gesundheitsproblemen und war so stark gequält, dass sie nicht begreifen konnte, was in ihrem Haus vor sich ging. Wie dem auch sei, diese Argumente konnten sie nicht vor dem Gefängnis bewahren. Letztendlich wurde Gertrude Baniszewska für schuldig befunden und zu lebenslanger Haft verurteilt. Paula Baniszewska wurde ebenfalls für schuldig befunden und zu lebenslanger Haft verurteilt, trotz ihrer Schwangerschaft. C.H. Hubbard und Richard Hobb wurden ebenfalls für schuldig befunden und zu 21 Jahren Haft verurteilt. Soweit mir bekannt ist, starb Hobbs jedoch etwa 4 Jahre nach der Urteilsverkündung an Lungenkrebs. Ein weiterer Angeklagter in diesem Fall, John Baniszewski, wurde ebenfalls für schuldig befunden, jedoch wegen fahrlässiger Tötung und zu 21 Jahren Haft verurteilt. Seine Schwester Stephanie Baniszewska
wurde schließlich nur wegen Beihilfe zu einer Freiheitsstrafe von 1 Jahr verurteilt. Obwohl Gertrude während dieser ganzen Zeit von verschiedenen Experten als grausame und labile Frau mit sadistischen Neigungen beschrieben wurde, verhielt sie sich im Gefängnis völlig normal. Nach den vorliegenden Informationen beschrieb die Kommission für vorzeitige Haftentlassung sie 1985 als eine gute, gesunde und ausgeglichene Frau, die alles getan habe, um ihre Schuld gegenüber der Gesellschaft zu sühnen. Unter Berücksichtigung all dieser Umstände wurde sie etwa 2 Jahrzehnte nach ihrer Inhaftierung aus dem Gefängnis entlassen, obwohl mehrere öffentliche Organisationen rund 50.000 Unterschriften gesammelt hatten, um dies zu verhindern. Nach ihrer Freilassung Anfang Dezember 1985 übernahm die Frau öffentlich die volle Verantwortung für ihre Taten und drückte ihre aufrichtige Reue aus. Gertrude Baniszewska starb am 16. Juni 1990 im Alter von 60 Jahren an Lungenkrebs. Abgesehen von all den schrecklichen Details, die diesen Fall besonders grausam machten, beunruhigte viele auch die Tatsache, dass eine so große Gruppe junger Menschen sich so leicht dazu bereit erklärte, solch abscheuliche und monströse Taten an einem anderen Menschen zu begehen. Natürlich war es im Fall von Gertrude selbst durchaus möglich, dass ihr psychischer Zustand ihr brutales Verhalten beeinflusst hatte. Sie litt offenbar unter schweren Depressionen und ihre gescheiterten Liebesbeziehungen verschlimmerten ihre Lage nur noch. Dabei könnte sie Sylvia beneidet haben, weil diese ein junges und hübsches Mädchen war. Schließlich begann Gertrude, sie so zu behandeln, wie ihre eigene Mutter sie einst behandelt hatte. Und die Nachricht, die sie ihr auf den Bauch schrieb, war eine Art Bestätigung dieser Eifersucht. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.